Was ist, wenn alles, was wir haben, nur geliehen ist? Beobachte die Ameisen, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihnen, damit du endlich klug wirst. Ich spreche aber von Gewohnheiten, wenn wir beispielsweise den ganzen Tag einfach nur da sitzen und beispielsweise am Handy hängen oder wenn du keinen Plan hast, wirst du ständig nur reagieren, statt proaktiv zu handeln. Hey ihr Lieben, willkommen zurück zu meinem Kanal. Was ist, wenn alles, was wir haben, nur geliehen ist? Ich befasse mich immer mehr mit dem Thema Stewardship, also die Dinge, die uns anvertraut haben, gut zu verwalten. Ich glaube, ich mache daraus eine Serie oder spreche zumindest einzelne Sachen an, wie heute zum Beispiel Zeit, dann das Thema Finanzen, das Thema Talente und Gaben und mal gucken, was da noch kommt. Heute geht es um das Thema Zeitmanagement. Wir alle haben 24 Stunden am Tag und die Frage ist, wie wir diese Zeit nutzen. Bleiben wir in unserer Lazy Era hängen oder entscheiden wir uns bewusst dazu, gute Verwalter unserer Zeit zu sein? Wenn du oft das Gefühl hast, deine Zeit zu verschwenden, dann ist das Video genau für dich. Bei diesem Thema und bei allen anderen Themen, die ich generell auf diesem Channel hier ansprechen werde, möchte ich nie so wirken, als wäre ich Experte in irgendetwas. Ich möchte hier die Plattform bieten, dass ihr aus meinen Fehlern lernen könnt, dass ich gegebenenfalls ein paar Tipps weitergebe, dass hier irgendwann vielleicht auch ein Austausch besteht, sodass wir uns gegenseitig unterstützen können, auf diesem Weg Jesus ähnlicher zu werden. Warum ist Stewardship wichtig? Gott hat uns auch Zeit als ein Geschenk gegeben und er möchte, dass wir weise damit umgehen. Wusstest du zum Beispiel, dass Faulheit eigentlich auch eine Sünde ist? Ein Vers, an den ich auch oft denke, ist in Sprüche 6, Vers 6. Da heißt es: Beobachte die Ameisen, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihnen, damit du endlich klug wirst. Oder in der Schlachterübersetzung: Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Und dann geht's weiter und da wird erklärt, was die Ameisen genau tun. Und im Prinzip geht es eben darum, dass wir fleißig sein sollen. Faulheit führt oft zum Stillstand, während Fleiß uns voranbringt. Und natürlich gibt es Tage, an denen wir uns nicht gut fühlen oder wo wir wirklich unmotiviert sind, irgendetwas zu tun. Und das ist völlig normal. Davon rede ich gar nicht, dass man sich Auszeit nimmt. Im Gegenteil, es ist gut, sich auch mal auszuruhen. Ich spreche aber von Gewohnheiten, wenn wir beispielsweise den ganzen Tag einfach nur da sitzen und beispielsweise am Handy hängen oder uns die ganze Zeit weiter und weiter Serien oder Filme angucken und das über Wochen und Monate so geht. Also wenn ich beispielsweise frage, ja, was machst du eigentlich den ganzen Tag, dass du mir gar nicht sagen kannst, was du genau machst, weil du im Prinzip nichts machst. Also wenn dieses Nichtstun zur Gewohnheit wird und wenn es zur Faulheit wird und wir unsere Zeit unachtsam verwenden bzw. die verschwenden, dann sollten wir innehalten und uns fragen, was steckt denn wirklich dahinter? Also wenn du aus dieser Lazy Era raus möchtest, dann habe ich ein paar Tipps für dich. Erstens, identifiziere, was wirklich dahinter steckt. Ich glaube, dass wenn das wirklich zur Gewohnheit geworden ist, dass man sich immer träge fühlt oder wirklich die ganze Zeit nichts mit seiner Zeit anfängt, dann steckt meistens irgendwas dahinter. Prüfe erstmal, fehlt dir etwas körperlich. Geh zum Hausarzt und lass deine Blutwerte nehmen. Und ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber viele Frauen, insbesondere schwarze Frauen, haben oft Eisenmangel, was zur Müdigkeit und zur Antriebslosigkeit führen kann. Und das hatte ich auch eine Zeit lang ganz stark. Ich glaube, das war vor 2 Jahren, wo meine Eisenwerte wirklich so niedrig waren, dass ich eine Infusion bekommen musste. Seitdem ich darauf achte, mein Eisensupplement zu nehmen, merke ich wirklich, dass diese Müdigkeit nicht so stark ist wie damals. Also Müdigkeit kommt jetzt durch wenig Schlaf und ich habe einen kleinen Sohn hier zu Hause, aber es ist nicht dieses Träge. Also es hat sich wirklich anders gefühlt, als wenn man nur zu wenig geschlafen hat. Lass dir wirklich bei deinem Hausarzt mal dein Blut abnehmen, um zu gucken, ob dir irgendetwas fehlt. Generell achte auf deine Gesundheit. Manchmal brauchen wir auch einfach mehr Bewegung im Alltag. Und was du aufprüfen solltest, ist, ob dir geistlich etwas fehlt. Fühlst du dich von Gott entfernt? Wie sieht dein Gebetsleben gerade aus? Wie sieht deine stille Zeit gerade aus? Bist du im Wort verwurzelt? Lässt du dich täglich mit dem Wort Gottes füllen? Lässt du dich wirklich von Gott regelmäßig füllen? Auch das hatte ich für eine Zeit, wenn ich beispielsweise eine Zeit lang keine Bibel lese für ein paar Wochen oder so, da merke ich wirklich, dass mir geistig etwas fehlt. Ich merke, dass ich mich entfernt habe von meinem Schöpfer und dass mir die Beziehung wieder zu ihm fehlt. Ich merke dann, dass ich zickiger bin, viel schneller gereizt bin bei Dingen, mich viel schneller aus dem Konzept bringen lasse. Also muss ich persönlich immer wieder zu meinem Schöpfer, mich mit ihm unterhalten und aus der Bibel lesen, weil er auf diese Weise
zu mir spricht und mich auffüllt. Und ich deshalb auch weiß, wie seine Gedanken über mich sind. Was du auch prüfen kannst, ist, wie du deinen Alltag generell fühlst. Weil es geht auch in die andere Richtung. Es kann sein, dass wir unseren Alltag so sehr mit Dingen füllen, sodass wir gar keine Zeit mehr haben, uns auszuruhen oder eben mit Gott zu connecten oder aufzutanken. Vielleicht hast du zu viele Dinge auf deinem Teller, die dir Energie rauben. Manchmal müssen wir Prioritäten setzen und Nein sagen. Okay, wie können wir das jetzt praktisch in unserem Tag umsetzen? Mein Tipp ist, plane deinen Tag. Wenn du keinen Plan hast, wirst du ständig nur reagieren, statt proaktiv zu handeln. Schreib dir eine To-Do-Liste. Mir hilft es, das tatsächlich aufzuschreiben, aber du kannst es auch in deinem Kopf quasi speichern. Morgens, wenn du aufstehst oder ein bisschen später, wenn du Kaffee getrunken hast, wie auch immer, dass du dich hinsetzt und dir kurz darüber Gedanken machst, was sind die Dinge, die du heute schaffen möchtest und was sind die Dinge, die heute Priorität haben. Da noch ein Tipp zu den Zielen setzen. Schaue, dass du nicht nur kurzfristige Dinge abhakst, sondern auch schaust, was sind Dinge, die du vielleicht heute erledigen kannst, was auch deinen längerfristigen Zielen hilft. Dann begrenze Ablenkungen. Ich weiß selber, wie sehr man sich in Social Media verliert. Deshalb stell dir ehrlich die Frage, wie viel Zeit verbringst du auf Social Media oder Netflix oder irgendeinen anderen Streamingdienst? Setze bewusst Grenzen und nutze deine Zeit für Dinge, die dich wirklich weiterbringen. Es gibt ja zumindest beim iPhone und ich bin mir sicher auch bei allen anderen Diensten die Möglichkeit, dass du Zeitlimits setzen kannst für bestimmte Apps. Und da kannst du eben beispielsweise die Zeit setzen, dass du nur 30 Minuten auf einer Social-Media-Plattform verbringen möchtest. Und das geht auch für alle anderen Apps, die du auf deinem Handy hast. Worauf ich auch achte, um eben nicht in Versuchung zu kommen, so lange auf Social-Media Zeit zu verbringen, ist, dass ich morgens nicht auf Social-Media gehe. Ich gebe mein Bestes, dass ich nicht auf Social-Media gehe, bevor ich meine stille Zeit gemacht habe. Und abgesehen davon, dass ich generell morgens nicht auf Social-Media bin und morgens erstmal die Dinge abhake, die Priorität an diesem Tag haben. Weil wenn ich dann alle meine Punkte auf der To-Do-Liste abgehackt habe, dann habe ich ja immer noch gegebenenfalls Zeit, auf Social Media zu verbringen. Und dann ist es vielleicht auch egal, wie lange ich auf Social Media bin. Dann kann ich mich auch bewusst dafür entscheiden, okay, jetzt kann ich von mir aus auch eine Stunde auf Social Media sein. Ich habe meine Sachen erledigt. Und wenn ich dann mal zu lange scrolle oder so, dann ist es auch kein Thema. Ich habe ja auch 2 Monats-Resets mit euch gemacht. Und der Grund, warum ich diese monatlichen Resets mache, ist, damit ich eben auch nicht darin verfalle, nichts zu tun. Falls du meine monatlichen Resets noch nicht gesehen hast, dann verlinke ich sie dir unten in der Beschreibung. Aber mir hilft es, wie gesagt, einen Überblick zu schaffen und einen Überblick zu behalten von den Dingen, die ich erledigen möchte und meine Zeit intentional zu gestalten. Dann habe einen Rest Day. Auch Gott hat am 7. Tag geruht, auch Jesus hat sich ausgeruht. Ein Rest Day ist wichtig. Und wenn Jesus sich ausruht, dann sind wir zu sagen, dass wir keine Ruhe brauchen. Und mir fällt es auch manchmal schwer. Also ich bin immer noch dabei, meinen Sabbat zu optimieren. Aber ich merke immer wieder, wenn ich den mache, dass er so wichtig ist. Deshalb in diesem Jahr hat es bisher immer sehr gut geklappt. Aber es gibt immer Momente, wo ich merke, okay, es gibt Dinge, die ich anpassen möchte. Die vergangenen Wochenenden habe ich zum Beispiel so gemacht, dass ich versuche, diese 24 Stunden nicht auf Social Media zu verbringen, weil ich eben dadurch, dass ich ja jetzt zum Beispiel auch mehr poste auf YouTube, Instagram, TikTok, viel auf Social Media bin und mir dann bewusst diese 24 Stunden rausnehmen möchte, um nicht auf Social Media zu sein, weil ich dann oft in diesen Modus verfalle, dass ich mir dann noch irgendwas angucke, was mir helfen könnte oder Inspirationen sammeln etc. Und das möchte ich nicht am Sabbat machen. Aber, again, ich bin nicht perfekt, ich mache diese Dinge alle auch nicht perfekt. Ich kann aber sagen, dass es wirklich einen Unterschied macht, sich einen Tag Ruhe zu nehmen, keine To-Dos abzuhaken, nicht zu arbeiten. Für Mamas oder Ehefrauen oder wenn du alleine wohnst, den Haushalt auch mal stehen zu lassen und wirklich dir Zeit zu nehmen, an die Natur zu gehen oder Dinge zu tun, die du sonst in der Woche nicht machst, weil du keine Zeit dafür hast. Aber Rest Day, sehr, sehr wichtig. Das sind meine Tipps. Vielleicht hat die eine oder andere auch weitere Tipps, denn es ist so wichtig, insbesondere in der Zeit, in der wir heute leben, uns wirklich nicht nur treiben lassen, sondern intentional mit unserer Zeit umgehen. Du hast bestimmt Ziele, Träume oder Wünsche. Du hast bestimmt Freunde, die Lust hätten, sich mit dir zu treffen. Du hast bestimmt Familie, die es lieben würde, Zeit mit dir zu verbringen. Du hast bestimmt Familie, die dich brauchen als Unterstützung im Haushalt oder bei anderen Themen. Und außerdem hat Gott größere Pläne für dich, als dass du Tag für Tag nur auf Social Media bist
und deine Zeit verschwendest. Er möchte ganz sicher, dass du das Beste aus deiner Zeit machst und nicht einfach dahin treibst. Stewardship bedeutet, weise mit dem umzugehen, was Gott dir anvertraut hat. Und dazu gehört auch deine Zeit. Und wenn du Mom bist oder Ehefrau oder wenn du sagst, okay, ich bin nicht die ganze Zeit nur auf Social Media, ich kümmere mich beispielsweise die ganze Zeit um meine Kinder und das reicht doch eigentlich auch. Ich erlaube mir da jetzt mal reinzusteppen und zu sagen, Gott liebt es, wenn du dich um deine Kinder kümmerst, aber er hat dir nicht nur deine Kinder gegeben. Es gibt immer wieder unterschiedliche Zeiten, das merke ich jetzt auch schon als Mama von einem Jungen, der 7 Monate alt ist. Wir werden immer wieder unterschiedlich beansprucht, unsere Zeit wird immer wieder unterschiedlich beansprucht, aber du bist nicht nur Mama. Sei auch Ehefrau und sei auch die anderen Rollen, die du gegebenenfalls noch hast. Genau. Ich hoffe mit diesen Videos, wenn ich dann daraus eine Serie mache, dass es auch nicht so rüberkommt, dass ich irgendjemanden etwas Böses will, sondern im Gegenteil. Ich wünsche mir so sehr, dass wir starke und mutige und fleißige Frauen Gottes sind. Und dazu gehört auch manchmal, dass wir uns checken müssen, dass wir uns prüfen lassen müssen, dass wir uns gegenseitig auf verschiedene Dinge hinweisen müssen, sodass wir besser werden. Wenn du also soweit zugeschaut hast, dann möchte ich dich herausfordern. Nimm dir diese Woche doch Zeit, setz dir doch bewusst für die kommende Woche das Ziel, dass du weniger Zeit auf Social Media verbringst oder was auch immer deine Ablenkung ist. Nutze die Zeit stattdessen, um an etwas zu arbeiten, an einem Plan, an einem Traum von dir, an irgendwas, was Gott dir auf den Herzen gelegt hat. Oder nutze die Zeit im Gebet, im Worship oder Bibellesen, um Gott näher zu kommen. Mich würde so sehr interessieren, wie es dir dabei geht und ob du eine Veränderung bemerkst. Schreib gerne in die Kommentare oder schreib mir gerne auch auf Instagram. Und ansonsten hoffe ich wie immer, dass das Video dich ermutigt hat. Abonniere meinen Kanal, wenn dir solche Themen gefallen. Und schreib gerne in die Kommentare, welcher dieser Tipps du umsetzen möchtest oder ob du noch einen anderen Tipp hast. Bis zum nächsten Mal und Blessings!